Leute, weltweit und exklusiv dürfen wir ein ganz spezielles Projekt mit BMW begleiten. Wir dürfen euch dabei hautnah mitnehmen bei der Entwicklung. Und deswegen schnallt euch an, freut euch auf mehrere Folgen und wir legen los. Also zu Anfang muss ich ja wirklich mal sagen, ich wüsste nicht, für welches Fahrzeug ich mich hier entscheiden würde. Ob hier unseren M5 oder hier daneben den M3 in dem geilen Grün oder M2. Schon wieder eine harte Entscheidung mit den geilen M-Performance-Parts. Ja Leute, wie wir es gerade schon gesagt haben, wir haben etwas ganz Spezielles vor und es wird sehr, sehr exklusiv. Also das ist erstmal ein Riesenprivileg. Wir sind weltweit die Einzigen, die euch hier dabei hautnah mitnehmen dürfen. Denn Leute, das Fahrzeug, was wir euch gleich zeigen werden, ist absolut noch in der Entwicklung und wir dürfen das jetzt über die nächsten Monate hautnah begleiten. Es steht so viel mit diesem Projekt an. Ich habe eine schöne Karte bekommen. Das heißt, wir dürfen da jetzt halt rein. Wir schauen uns das Ganze nämlich jetzt halt mal an. Ja, ich sage mal so. Ich habe das Auto noch nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Informationen da dazu bekommen und es ist was richtig, richtig Geiles und es ist brachial. Also das, was ich auf den Bildern gesehen habe, brutal. Und wir werden uns das Ganze mal so ein bisschen jetzt in Ruhe anschauen. Und das Gute ist, wir sind jetzt schon ein paar Mal hier gewesen. Wir kennen uns ja aus. Das heißt, wir kennen uns ja gut aus. Und es ist auch richtig schön ruhig. Ja? Ist einfach wieder geil hier zu sein, oder, Robert? Ey, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Hä? Was ist da? Oh, der Leberkassemmel. Eine noch übrig, oder wie? Die hat da jemand stehen lassen. Ja. Robert, wenn die von irgendjemandem ist. Ach, Digga, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, die ist komplett angebissen, sag mal. Was soll ich machen jetzt? Achso, du meinst, die sind sowieso schon in der Mittagspause, oder wie? Wir machen hier die Tür zu, dann checkt das keiner. Boah. Oh, was hier für Memories hochkommen. M3 Touring haben wir da. Jetzt hast du die Tür zugemacht. Kommen wir überhaupt da jetzt dann wieder rein? Ich hoffe. Ich will auch noch ein Stück von der Leberkassemmel essen. Sag mal, wenn, dann müssen wir die komplett aufessen. Da kommen wieder Memories hoch, Leute. Wir haben ja den M3 Touring hier umgebaut. Wir haben den das M4 Coupé damals umgebaut. Wir haben den M5 hier umgebaut. Was haben wir noch? Den M2 haben wir hier umgebaut. Also es sind schon wirklich einige Projekte gewesen. Aber Leute, das Projekt, was wir euch jetzt gleich zeigen dürfen, wird wild. Denn das steht nämlich da hinten. Ne? Und wenn man da mal so ein bisschen, ja, sag ich mal, auf das Heckteil schaut, haben wir dort nicht nur einen dezenten Flügel, sondern einen riesigen Flügel. Also ich meine, wir sehen ja allein schon hier am M4 CS, das sieht ja schon ganz nett aus mit den M-Performance-Parts, mit dem Flügel da hinten. Ja? Was übrigens ziemlich sick sogar aussieht, muss man ehrlich sagen. Vor allem die Front, saugeil mit dem Frontsplitter. Aber das sieht man ja allein schon hier abgedeckt, was wir da vorne gleich für einen Frontsplitter sehen werden. Hier haben wir nämlich einmal einen M2 mit kompletten M-Performance-Parts. So, und wie gesagt, ich habe bisher nur Bilder gesehen. Ich habe ein paar Informationen bekommen, wo wir jetzt gleich ein bisschen darauf eingehen werden. Und es ist ein kompletter Entwicklungsstand. Also das Fahrzeug ist jetzt erst vorgestern von der Nordschleife zurückgekommen. Denn Leute, das Ganze nennt sich nämlich BMW M2 und zwar das sogenannte M-Performance Track Kit. Alter, da hast du sogar noch die Folie. Was ist das denn? Willst du mich komplett auf die Arme nehmen? Ich sag dir, ich traue mich eigentlich gar nichts anzufassen, weil ich meine, Leute, wir sind hier einfach an einem Fahrzeug, was halt einfach, woran entwickelt wird. Ja? Wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Serienfahrzeug, sondern wirklich ein Fahrzeug, was hier komplett abgedeckt ist, also wo wirklich daran noch entwickelt wird. Sollen wir ihn jetzt mal komplett abziehen? Ja, eins wollte ich gerade sagen. Du siehst hier dieses fette Teil, aber du siehst hier vorne auch ein Kennzeichen. Ja, genau. Leute, das kann ich euch nämlich jetzt gleich in Ruhe nämlich erklären, denn wir reden hier wirklich von einem Fahrzeug, von einem M2, was brachial ist und volle Straßenzulassung hat. Aber sollen wir ihn jetzt mal komplett abdecken? Reiß mal runter das Teil. Okay, komm, wir reißen es jetzt mal runter und dann werden wir da ein bisschen nämlich darauf eingehen. Ich sag's dir, Robert, es fühlt sich irgendwie gerade illegal an, ja? Dass wir hier
Also das ist wirklich ein Riesenprivileg, deswegen da geht da wirklich ein großes Dankeschön an BMW schon mal raus, dass wir einfach hier jetzt alleine sein dürfen. Okay, gut, die sind beim Mittagessen, ich wäre jetzt auch gerne beim Mittagessen, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber ganz ehrlich, wir dürfen euch einfach jetzt hier als die einzigen weltweit ein Fahrzeug zeigen und was halt noch Vollgas in der Entwicklung ist. Und das, Leute, deswegen, es ist hier so viel mit diesem Fahrzeug geplant. Ich komme hier gar nicht. Alter. Junge, schau dir mal diese riesen Frittentheke an. Was ist das denn? Boah, ist das geil gemacht, aber auch. Also Leute, was haben wir hier? Wir haben hier einen M2 mit dem sogenannten, Robert, pass auf nicht, dass du da wie das letzte Mal wieder drüber stolperst, ja? Weil das letzte Mal hat sich nämlich fast da drüber gehauen, ja? Und ich brauche auch die Aufnahme noch, weißt du? Die brauchst du noch. Wir haben hier einen M2 mit dem sogenannten M-Performance Track Kit. Und Track Kit, der Name hat es wirklich in sich, denn das ist hier volles Programm. Bedeutet, Leute, wir haben hier wirklich ein Fahrzeug, was für die Rennstrecke entwickelt wird, aber mit Straßenzulassung. Weil man sieht halt einfach, bestes Beispiel, Gear Collector Track Day. Diese ganzen Track Day Veranstaltungen werden immer beliebter. Und ich habe ja wirklich schon jahrelang darauf gewartet, dass wirklich BMW M, beziehungsweise eben hier M-Performance wirklich was bringt, was noch aktiver für die Rennstrecke ist. Weil M-Fahrzeuge, M2, M3, M4, die sind an sich standardmäßig, serienmäßig wirklich top. Aber wenn du wirklich sagst, du möchtest aktiv mit dem Fahrzeug auf der Rennstrecke unterwegs sein, dann muss einfach hier und da Hand angelegt werden. Und das nimmt M-Performance aktuell in Angriff. Denn wie gesagt, nochmal Leute, dieses Fahrzeug ist vor ein paar Tagen hier an der Nordschleife gewesen. Und wie wir sehen können, ja, es ist halt ein komplettes Entwicklungsfahrzeug. Also es ist genau das Fahrzeug, was wir schon mal so ein bisschen angeteasert im Internet gesehen haben. Aber warte mal, schau mal die Sitze allein an. Ja, aber Robert, ich weiß, gehört allerdings nicht zum Track-Kit mit dazu. Was ich so gehört habe, man ist so ein bisschen dran, ob man sowas vielleicht noch optional anbieten könnte. Das sieht brutal aus. Weiß nicht, Leute, was meint? Soll M-Performance solche Sitze optional anbieten? Boah, ich kann mich noch an hier E90, E92 erinnern, an die M-Performance-Sitze. So geil. Voll. So geil. Voll. Ist brutal. Aber ich traue mich gar nicht reinzusetzen. Ich finde, das fühlt sich dann schon wieder so illegal an. Und das sollen wir es machen. Wenn du dich traust. Wir sind ja alleine, scheiß drauf. Das hat keiner gesehen, oder? Passt du überhaupt rein? Boah, wer ist denn hier drinnen gesessen? Der Jörg Weidinger. Geiler Der Typ. macht nämlich hier die kompletten Entwicklungsfahrten, Leute. Also diese Sitze sind schon brutal. Aber die sehen halt auch richtig geil aus, Mann. Aber wie sind die vom Halt jetzt so auf dem ersten? Brutal. Das ist schon geil. Alter, überleg mal, Das was ist du da schon für eine geil. Schale hast, Mann. Aber wie gesagt, das gehört ja nicht zum Kit mit dazu. Leider. Deswegen, Leute, das seid natürlich ihr gefragt. Ja, weil BMW wird natürlich das Video sehen. Und wenn ihr natürlich jetzt kommentiert und sagt, hey, solche Sitze müssten mal optional von M-Performance angeboten werden, dann kommentiert bitte drunter. Also Ja, bitte macht das. ich wäre ja Vollgas da dafür. So, aber wir fangen jetzt erstmal vorne an. Ja? Denn Leute, mit diesem Track-Kit von M-Performance verändert sich natürlich einiges an dem M2. Denn natürlich will man hier schauen, ein Fahrzeug zu entwickeln, was hier Vollgas auf Rennstrecke ausgelegt ist, aber man trotzdem da damit komplett tiefenentspannt auf der Straße fahren kann, beziehungsweise von der Straße zur Rennstrecke. Bedeutet, was wir hier sehen können, sind natürlich auf der einen Seite hier diese Blades. Hier haben wir unten einen Frontspoiler, den man manuell, das kennen wir schon vom M4 GTS, aus- und einfahren kann. Bedeutet, so wie das Fahrzeug jetzt hier dasteht, ausgefahren, hätte er keine Straßenzulassung. Wenn wir ihn aber wieder einfahren, dann hat das Fahrzeug wieder Straßenzulassung. Das gleiche gilt hier auch für die Airblades. Die kann man einfach abschrauben, packt man sich hinten in den Kofferraum rein und wenn man dann an der Rennstrecke angekommen ist, dann packt man sich hier diese Airblades drauf und dann sieht das Ganze natürlich erstens anders aus, aber zweitens, alles, was hier an dem Fahrzeug montiert wird, hat alles Vollgas seine Funktionalität. Und wie gesagt, Leute, es dauert noch eine Zeit, bis dieses Fahrzeug wirklich, sage ich mal, bis dieses Fahrzeug für die Kunden angeboten wird. Und wir dürfen euch da hautnah mitnehmen, denn wir werden mit dem Fahrzeug in den Windkanal gehen. Wir werden zu einem Hersteller gehen, man kann es eigentlich auch schon sagen, zu KW. Denn Leute, hier wird ganz speziell in Zusammenarbeit mit KW ein Fahrwerk entwickelt, was es
noch nie zuvor gegeben hat. Also wirklich erstmalig mit Straßenzulassung, serienreif hier auf dem M2 abgestimmt. Das ist eine komplett neue Technologie. Mehr kann ich euch da bisher noch nicht dazu sagen. Ich würde es gerne, aber kann ich euch einfach nicht. Aber das kommt alles mit der Zeit. Also deswegen wirklich im nächsten Schritt. Wir werden mit dem Fahrzeug in den Windkanal gehen. Wir werden uns diese komplette Aerodynamik anschauen. Wir werden zu KW gehen. Wir werden uns hier komplett dieses Fahrwerk anschauen, was diesen M2 als Track-Kit so besonders macht. Ja. Ich meine, was wir auf jeden Fall schon mal sehen können, er ist auf jeden Fall entsprechend tiefer, aber du kannst dir hier das Fahrwerk komplett einstellen. Dann sehen wir hier an der Seite, sieht es eigentlich alles recht serienmäßig aus. Aber wenn wir jetzt natürlich hier nach hinten gehen, hier wird es brachial. Und das finde ich, das erinnert mich so ein bisschen schon fast an den, sage ich mal, in Richtung GT4-Flügel. Ja? Voll. Also brutal, dieser Schwanenhals, den wir haben. Wir können uns auch hier komplett alles verstellen. Also wir müssen mal überlegen, Leute, vorne an der Front können wir uns extrem viel einstellen. Ja? Wir können uns Fahrwerk einstellen, wir können uns hier den Spoiler einstellen. Ja? Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben hier hinten keinen Heckdiffusor, aber wir haben vorne einen Frontdiffusor, ja, um wirklich da den Anpressdruck auf der Vorderachse zu generieren. Weil am Ende des Tages so einen Flügel drauf zu packen, ist ja das eine, ja, damit du halt hinten am Heck, sage ich mal, wirklich die Aerodynamik kreierst, beziehungsweise halt wirklich die Downforce. Aber halt natürlich an der Front ist halt extrem kostenaufwendig und extrem zeitintensiv. Deswegen am Ende des Tages, jeder Part wird hier im Windkanal getestet. Also da steckt M-Performance extrem viel Arbeit rein und ich feiere das extrem. Und ich meine, ganz ehrlich, Robert, komm mal hier nach hinten, schaut euch mal diesen riesen Flügel an. Also es ist nicht nur Funktionalität Vollgas da, sondern es sieht halt auch einfach so gut aus auf dem Fahrzeug aus. Wie gesagt, halt natürlich alles noch getarnt, weil man hier einfach Vollgas in der Entwicklung drinnen steckt. Ich glaube, der war letzte Woche erst beim Testen auf dem Nürburgring. Ja, genau. Das ist brutal, Mann. Und dass wir den halt zeigen dürfen, weil die halt, wie gesagt, Vollgas am Testen sind. Und das ist eben genau das, Leute, dass wir euch halt da hautnah wirklich bei der Entwicklung mitnehmen dürfen. Deswegen seid da wirklich gespannt. Ich bin da richtig gespannt darauf, auf die ganzen nächsten Folgen. Wie wird das ganze Thema im Windkanal ausschauen? Wie wird das Thema bei KW ausschauen? Und dann wirklich bis hin zu den ersten Fahrten, ja, wenn wir wirklich mit dem Auto fahren dürfen, wirklich diesen Unterschied spüren dürfen im Vergleich hier zu einem M2. Und jetzt muss man wirklich mal überlegen, hier M2 mit den M-Performance-Parts sieht ja wirklich schon saugeil aus. Ja? Aber jetzt, wenn du dann wieder hier rüber gehst, und dann siehst du diesen Flügel und dann siehst du hier diese Front. Das sieht halt einfach so geil aus. Ja, und das ist halt auch 100% einfach Performance. Genau, es ist halt 100% auf Performance getrimmt, ja, dass es aber eben auch gut ausschaut und dass du halt eben wirklich auf der Rennstrecke richtig deinen Spaß haben kannst. Sieht brutal aus. Ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie hier der M2 mit dem Track-Kit um die Kurven fahren wird. Also ich glaube, das wird brutal. Das macht ja auch Sinn. Du siehst ja auf Rennstrecken mittlerweile echt sehr viele M2. Ja, du siehst extrem viele M2, weil es halt einfach natürlich ein extrem gutes Auto ist. Voll. Und wenn du halt jetzt am Ende des Tages wirklich von BMW, von M-Performance hier so ein Kit, sage ich mal, den M2 so umbauen kannst, ja, weil am Ende des Tages, es ist halt alles mit Straßenzulassung. Ja, wie jetzt mit dem Spoiler, den du dir aus- und einfährst und hier vorne die Blades hin dann anpasst, je nachdem, auf welcher Rennstrecke du unterwegs bist, ja. Und dann verwandelt sich wirklich dieses Biest in Monster und dann baust du das wieder zurück und dann fährst du einfach wieder ganz entspannt auf der Straße. Und das finde ich, das macht, finde ich, hier dieses Paket so attraktiv. Ja, ich finde es auch mega geil, dass du halt einfach ein BMW-Teil hast. Also du hast halt einfach, das ist kein Aftermarket, sondern es kommt vom BMW. Genau, und das ist ganz wichtig, denn Leute, nochmal, du hast ja oftmals, Hersteller, die machen ja auch sowas in die Richtung mit hinten Diffusor, mit einem Heckspoiler, aber am Ende des Tages, da ist es vielmehr die Optik, das Design als die Funktionalität. Und ist ja auch einfach Fakt, weil am Ende des Tages, hier wird jeder einzelne Komponent wird hier komplett im Windkanal getestet. Und seit wie vielen Wochen, Monaten man hier schon an der Entwicklung dran ist und wie viel in den nächsten Monaten noch ansteht, das ist schon wirklich verrückt. Und deswegen, da bin ich so motiviert, dass wir das ganze Thema in den nächsten Monaten weiter begleiten dürfen, bis hin, wenn das finale Produkt am Ende des Tages dasteht.
Ich weiß nicht, Leute, was ihr dazu sagt. Findet ihr das geil? Findet ihr das zu viel? Findet ihr das, ja, sowas hat bei BMW gefehlt, dass man mal wirklich hier ein Fahrzeug, hier den M2, für die Rennstrecke optimiert, aber trotzdem noch mit Straßenzulassung. Ich finde es brutal, wirklich. Es sieht so gut aus, Mann. Es sieht halt einfach nur... Es passt halt einfach zu dem Auto so gut. Ja, genau. Und das ist genau das, was auch gefehlt hat. Ich vergleiche ihn schon gerne eigentlich mit einem Cayman GT4, aber du willst ja hier auf ein GT4S-Niveau kommen oder vielleicht sogar drüber. Da, glaube ich, ist M-Performance nicht nur auf einem guten Weg, sondern auf einem richtig, richtig guten Weg, dass hier die Performance Vollgas am Start ist. Voll. Ey, ich bin sprachlos, Mann. Ist geil, oder? Das ist so geil. Und ich meine, am Ende des Tages, Leute, es ist halt wirklich was komplett Exklusives und sind halt da die weltweit einzigen, die hier diesen Weg begleiten dürfen. Weil wirklich so ein Fahrzeug nicht, wie es jetzt im Endzustand dann aussieht, sondern wirklich hier in der Entwicklung mit dabei sein dürfen. Und du siehst es auch hier nochmal am Ende. Schau mal hier. Hier das an der Seite und dann gehst du hier rüber. Es ist halt einfach nicht ein Heckspoiler, der halt einfach draufgeklebt ist, sondern schau mal hier diese Funktionalität an. Hier ist er dünn, hier wird er wieder dicker. Also du siehst, das ist halt alles komplett im Windkanal wird erprobt und dann eben mit dem Schwanenhals. Also ich bin extrem gespannt, wenn wir das erste Mal mit dem Fahrzeug in den Windkanal gehen, das begleiten dürfen. Einfach saugeil. Hey, ich hab so Bock. Das ist ein geiles Projekt, Mann. Und dann, schauen wir mal, der Collector Track Day 2026, ob hier dieses wunderschöne Kfz dann mehr oder weniger seinen ersten Auslauf bekommt. Das wäre so geil. Das wäre doch mal was, oder? Ja, wird auch dahin passen, sage ich. So, ich weiß aber auf jeden Fall, was ich jetzt nämlich noch machen werde. Was? Ich sag's dir, Robert, wenn jetzt da die Tür zu ist, ja? Wenn wir da jetzt nicht mehr reinkommen, hey. Ich möchte nämlich jetzt die Leberkassemmel essen, weil die angegessene Leberkassemmel, das fällt auf. Wenn, dann müssen wir sie gleich ganz essen. Spinnst du, das meine? Jetzt. Gut, so. Komm. Ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss mit dem Video. Und ja, dann sind wir mal gespannt im nächsten Schritt, was uns so erwarten wird. Und wie gesagt, auf eure Kommentare, denn die werden ganz, ganz wichtig dabei zählen. Alles klar, Leute. Wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Robert, frisst zusammen die Leberkassemmel jetzt.